vom Campus. Ihr möchtet endlich anfangen zu studieren oder wartet schon sehnsüchtig auf die Rückmeldung zu euren Uni-Bewerbungen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn in diesem Video geht es um 5 wichtige Schritte von der Zulassung bis zum Studienstart. Schritt 1: die Zulassung. Meist könnt ihr online den Stand eurer Bewerbung checken. Bei manchen Unis kommt der Zulassungsbescheid aber nur über das Online-Portal, über das ihr euch auch beworben habt. Also schaut da, aber auch in euer Mailpostfach auf jeden Fall regelmäßig rein. Denn die Fristen für die Einschreibung sind oft relativ kurz. Von der Leuphana kommt eventuell noch eine Einladung zu den Auswahltagen. Was da genau passiert, das erklärt euch Johanna in einem anderen Video. Schaut da gerne mal rein. Hier geht es jetzt weiter mit Schritt 2, deine Entscheidung. Du hast eine Zulassung bekommen, dann bist du wieder an der Reihe und musst dich entscheiden. Willst du das Studium beginnen oder nicht? Kleiner Tipp, sprich doch mal mit Leuten aus höheren Semestern, wie das Studium so ist. An der Leuphana gibt es dafür das Angebot Ask a Student. Wenn du dir unsicher bist, dann empfiehlt sich auch immer ein Gespräch mit der Studienberatung. Naja, und wenn du später dann merkst, dass es irgendwie doch nicht das Richtige ist, dann kannst du immer noch wechseln. Aber erstmal Schritt 3, die Einschreibung. Die ist an jeder Uni ein bisschen anders. Meistens aber die ähnlichen Dokumente, die du dafür benötigst. Einen Anmeldebogen von deiner Uni, eine Bescheinigung von deiner Krankenkasse, sag dir am besten einfach, dass du die für die Uni brauchst, dein Abschlusszeugnis, falls du es nicht schon bei der Bewerbung abgegeben hast, naja, und Nachweise über alle weiteren Angaben, die du in der Bewerbung gemacht hast, also zum Beispiel ein Sprachnachweis oder eine Praktikumsbescheinigung. Übrigens, falls du nicht komplett Englisch studierst, aber einen Sprachnachweis brauchst, dann kannst du den meistens während des ersten Semesters nachreichen und an der Uni einfach noch einen Sprachkurs belegen. Last but not least brauchst du meist noch einen Beleg darüber, dass du den Semesterbeitrag überwiesen hast. An der Leuphana ist im Semesterbeitrag auch direkt das Semesterticket mit drin. Damit können wir hier in Lüneburg Bus fahren und den Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen nutzen. Ob ein Sommertag an der Nordsee oder eine Wanderung im Harz, das Semesterticket sollten wir auf jeden Fall nutzen. Teilweise kommen wir sogar über die Landesgrenze hinaus und mit einem kleinen Upgrade gibt es auch direkt das Deutschland-Ticket. Total cool finde ich auch das Semesterticket Kultur. Damit kommen wir hier in Lüneburg in viele Museen gratis rein und auch an vielen Theatern gibt es an der Abendkasse kostenlose Eintrittskarten. Was du für die Einschreibung wie, wo und wann abgeben musst, darüber informiert dich deine Uni. Meist kommen die Infos direkt mit dem Zulassungsbescheid. Wie immer gilt, wenn Fragen offen bleiben, einfach nachfragen. Ist alles fristgerecht eingereicht, schickt die Uni dir wiederum eine Immatrikulationsbescheinigung zu, also Nachweis darüber, dass du jetzt auch wirklich eingeschrieben bist, meist direkt mit einem Studierendenausweis an der Leuphana inklusive Semesterticket. Schritt 4. Die Einrichtung. Jetzt gibt es viele Dinge, die eingerichtet werden sollten. Auch technische Sachen, wie zum Beispiel die Anmeldung bei deinem neuen Studi-Mail-Account. Meist gibt es auch noch Plattformen für die Prüfungs- und Stundenplanverwaltung. Das wird dir zwar bei Studienbeginn nochmal alles ausführlich erklärt, aber es lohnt sich, schon mal einen Blick in das Vorlesungsverzeichnis zu werfen. Falls du dir für die Uni einen neuen PC kaufen möchtest, lohnt es sich wiederum, vielleicht erstmal auf den Semesterstart zu warten, denn für Studis gibt es häufig Sonderangebote und PC-Programme gibt es an der Uni häufig günstiger oder sogar kostenlos. An vielen Unis gibt es auch Vorkurse. An der Leuphana gibt es zum Beispiel einen Vorbereitungskurs für den TOEIC-Test, super praktisch, falls du noch einen Sprachnachweis brauchst. Und für manche Studiengänge sind auch Vorkurse in Mathe oder Chemie cool. Und noch was sollte eingerichtet werden: dein neues Studileben. Dazu zählen auch finanzielle Aspekte, denn so ein Studium ist nicht ganz günstig. Infos zur Studienfinanzierung, also zu BAföG, zu Stipendien und möglichen Nebenjobs, findest du meistens auf den Uni-Websites. Den Leuphana-Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Und auch über das Wohnen kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen. Also zum Beispiel, ob du pendeln möchtest. Ich kenne hier in Lüneburg viele, die aus Hamburg zur Uni kommen. Oder ob du dich, so wie ich, auf die Suche nach einer Wohnung, einem WG-Zimmer oder einem Wohnheim in der Stadt deiner Uni machst. Dazu zählt dann natürlich auch das Umzugplan. Vielleicht brauchst du noch Möbel, einen neuen Internet- oder einen Stromanbieter. Es lohnt sich also auf jeden Fall, ein paar Tage früher umzuziehen. So kannst du dich noch ganz in Ruhe in der neuen Stadt melden lassen und schon mal neue Orte kennenlernen. Vielleicht gibt es auch ein Sportangebot, eine Initiative oder ein Engagement, über das du dich schon mal informieren möchtest und vielleicht schon erste Kontakte knüpfen kannst. So ist dann für deine Ankunft alles tipptopp vorbereitet und du kannst die ersten Tage an der Uni voll und ganz genießen. Denn dann kommt Schritt 5, der Studienstart. Eigentlich gibt es an jeder Uni Starttage. Ich kenne jedenfalls keine, an der das nicht so ist. Meist ist das Angebot zwar nicht verpflichtend, aber absolut empfehlenswert. Zum Kennenlernen und für die Basic-Infos.
An der Leuphana bekommst du nochmal alle Infos zur Stundenplanerstellung zu den verschiedenen Services, wie zum Beispiel dem VPN-Zugang, um von zu Hause aus auf die Unibib zugreifen zu können, zur Leuphana-Card, um Medien auszuleihen und für die Mensa. An den Starttagen stellen sich meist auch noch die Fachschaften vor und der Allgemeine Studierendenausschuss und auch die verschiedenen Initiativen bieten Kennenlerntreffen an. Um da den Überblick zu behalten, lohnt sich immer ein Blick ins Uni-Mail-Postfach oder auch auf die Social-Media-Kanäle. An der Leuphana zum Beispiel den Instagram-Account leuphana.college. An der Leuphana sind die Starttage übrigens Teil einer kompletten Opening Week. Das heißt, hier geht es auch ums Kennenlernen und natürlich wird auch gefeiert, aber das Ganze passiert nochmal auf einer anderen Ebene. Es geht hier nämlich auch darum, schon mal das wissenschaftliche Arbeiten mit gesellschaftlicher Praxis und Verantwortung kennenzulernen. So konnte ich hier in meiner Opening Week schon mal echtes Teamwork erleben und so entstehen dann eben auch Freundschaften, die dich über das komplette Studium und oft sogar darüber hinaus begleiten. Naja, und außerdem nach der ganzen Warterei und Organisation kannst du jetzt endlich selbst aktiv werden. Hast du noch Tipps zum Studienstart oder Themenvorschläge für neue Videos? Dann schreib's doch gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Studium und wer weiß, vielleicht ja bis bald hier auf dem Leuphana Campus. Tschüss!